jetzt ablegen in Horn. Bin noch gar nicht richtig wach. Und dann müssen wir schon ablegen, weil gleich Taucher kommen und wir dann nicht mehr wegkommen. Weil jetzt innerhalb von 5 Minuten ging es los. So, ich lege jetzt ab. So schnell waren wir jetzt noch nie fertig und haben abgelegt. Nicht mal Kaffee getrunken. Jetzt verlassen wir Horn. Es hat uns hier sehr gut gefallen. Wir mussten jetzt einen schnellen Aufbruch machen, weil jetzt Taucher kommen und wir dann nicht mehr hier durchfahren hätten können. Wir müssen uns jetzt bei der Ausfahrt aus Horn etwas links halten, weil geradeaus noch ein paar Rückwärtsfahrten, um zu checken, ob ich was in dem Propeller habe. Ja. Wie über Funk gerade gehört, wird der Frank noch ein paar Rückwärtsfahrten machen und schauen, ob er noch was im Propeller hat, weil er auch die Propeller nicht so ganz hochfahren kann, daher nicht genau weiß, ob der Kraut drin ist. Wir sind circa eine halbe Stunde unterwegs. Wir fahren mit knapp über 40 und brauchen 24 Kilometer, nicht so lange. Man merkt deutlich, wie es schaukelt. Hier auf dem Markermeer sind die Wellen deutlich kürzer und dadurch gibt es viel mehr Schläge als auf der Nordsee. Es ist also deutlich schlechter zu fahren hier und macht noch weniger Spaß. Das Gnat, unser Baum hier, Gnat ganz schön. Aber das ist nur das Verdeck. Ich bin jetzt in der Welle von Frank, der uns hoffentlich das Wasser etwas mehr glättet, dass es nicht ganz so schlimm ist. Wir müssen die Schleuse nach Enkhuizen nehmen und in Enkhuizen ist dann danach auch direkt der Liegeplatz, sodass die Fahrt nicht allzu lange ist. Durch die Gummibeschichtung des Tassenbodens kann die Tasse nicht wegrutschen, auch nicht bei schneller Fahrt. Der Kaffee kann höchstens ein bisschen schwappen. Das war's schon wieder mit Schnellfahren. Wir machen die Fender klar und dann geht es auch gleich in die Schleuse. So, nach schneller Fahrt übers Markermeer haben wir jetzt Enkhuizen erreicht. Die Schleuse von Enkhuizen. Und wir sind auch schon angemeldet. Wenn die Segler alle rausgefahren sind, können wir dann anschließend reinfahren. Heute ist ein bisschen mehr Wind als die letzten Tage. Wir haben grün und steuern direkt jetzt auf die Schleuse zu. Die Schleuse ist groß und breit. Jetzt muss ich mich meiner Arbeit widmen. Und schon stehen wir wieder in der Schleuse. Ruckzuck. Und da sieht man die Straße, die unter der Schleuse herführt. Obwohl der Wasserstand nicht doll ist, dauert es doch relativ lange. Und der Vorteil ist hier, dass es hier auch 2 Schleusen gibt, wo auch parallel geschleust wird. Auch in der Nachbarschleuse stehen Sportschiffe drin. Das Tor geht schon auf. Und gleich erreichen wir unser Ziel, den nächsten Hafen in Enkhuizen. Jetzt jedet hier links rum. Ah ja, und da hinten ist dann so die Kante. Da ist das Hafenkontor. In Enkhuizen haben wir auch wieder einen schönen Platz noch gekriegt. Die waren früh genug. Danach sind einige gekommen und die Reihe ist voll geworden. Wir haben hier schon getestet, dass Fußball funktioniert. Und Frank liegt drüben in der Box. Hier ist gleich ein Restaurant und auch gleich die Toilettenanlage, dass wir hier kurze Wege haben.
Auch hier nutzt man die Yachthafen-Bezahlkarte, um die Tür zur Toilette zu öffnen. Die Karte ist an sich eine gute Sache, allerdings hat die auch einen riesen Nachteil. Das Geld darauf ist karten- und hafengebunden. In jedem Hafen muss man es extra aufladen und wenn man sich den Betrag nicht vor der Abfahrt auszahlen lässt, dann verschenkt man jede Menge Geld. Wir haben noch in vielen Häfen wie Lemmer, Den Over, Leeuwarden jede Menge Guthaben auf der Karte. Ich weiß nicht, ob wir das jemals abgefahren kriegen. Besser wäre hier ein System, wo ich den Betrag auf der Karte in allen Häfen nutzen könnte. Toiletten sehen auch ganz nett aus. Externe müssen hier 50 Cent bezahlen. Wir kommen mit der Karte rein. Im Duschbereich kommen wir auch nur mit der Hafenkarte. Und man muss auch mit der Karte die Dusche bezahlen. Man steckt die Karte rein und dann läuft das Geld runter von der Karte. Also eine Dusche kostet locker 50 Cent. Im Außenhafen liegen wir ganz gut. Das Wetter ist heute gar nicht so schlecht. Hier oben ist das Hafenkontor. Und kann man auch gleich essen. Im Eiscafé Vivaldi gibt es das erste Eis des Tages. Am Abend ist der Hafen gut gefüllt. Fast an jedem Segler ist noch ein zweiter im Päckchen. Wir als Motorboot haben da Glück. Bei uns kommen die Segler ungern dran. Hier im Doppelgras gehen wir heute Abend essen, mitten in der Stadt. Die Stadt selber ist nicht so groß. Heute gibt es zur Vorspeise 3-mal Senfsuppe. Und ich bin nicht so für Senf, ich habe Carpaccio. Der Hauptgang steht an. Es gibt 2-mal Surf and Turf und es gibt 2-mal Hamburger. Der zweite Tag, das Wetter hält sich noch. Unter den Seglern herrscht Aufbruchstimmung. Es fahren welche und es kommen neue. Es gibt einen Snackladen und hier soll es die besten Kibbeling geben. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Oder wie die Zwiebeln auf den Schoß klettern. Marina hat sich den ersten New Haring gegönnt. Mit Öllisch. Schauen wir mal, ob das wirklich die besten Kibbelings hier sind. Also man muss sagen, die schmecken schon gut. Kann man ohne weiteres empfehlen. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Gerade ist die Brücke hoch, um in den alten Hafen reinzukommen. Das sieht zwar noch altmodisch aus, aber wird auch schon automatisch gemacht. Im Compagnieshafen gibt es auch einen großen Wassersportladen. Erfolgreich geshoppt mit neuer Tasche und neue Jacke ist auch in der Tasche. Richtig. Und Toilettenpapier. Der Companionshafen ist gut gefüllt. Sehr viele Segler hier. Hier gibt es auch GTL. 1,61. 1,61 ist auch nicht günstig. 1 Cent teurer noch als in Horn. Ja. Nach dem Einkaufen habe ich gedacht, unser Boot ist weg. Aber ist doch jemand ins Päckchen gegangen. Ein sehr schönes Holzschiff hat sich bei uns angelegt. Die sind etwas länger wie wir. Wir fahren jetzt Claudia und Frank abholen zum Sightseeing. Ich habe eine neue Jacke. Mit Kapuze. So, wir kommen jetzt mit dem Wassertaxi vorgefahren. Habt ihr eure Tickets auch? Habt ihr ein Ticket gezogen? Der Ausflug hat sich gelohnt. Neue Jacke, neue Tasche und Klopapier. Jetzt fahren wir hier mal durch die Grachten. Und rechts und links überall sind Restaurants. Die Leute sitzen draußen und essen, haben Spaß. Hier ist ein Riesenkran. Wenn mal was wäre, könnte man hier das Boot rausholen. Und dahinter ist direkt eine Brauerei mit Biergarten.
Und hier haben wir die Kinder von dem Haubentaucher. Da sind auch kleine. Und da sind die kleinen Blässhühner. Und Oh, hier ein ganz neues. hier wohnen wieder welche direkt auf dem Hausboot. Wunderschön. Oh, das ist cool. Nein, nicht verwenden. Naturbelassener Garten heißt das im Maklerdorf. Ein naturbelassener Garten, ja. Wasser. Ohne Machete. Ach, da rein. Ah, Das ist aber Schmodder. durch diese hohle Gasse musst du gehen. Nee, fahren. Ja, ist es dunkel. Vorsicht. Ah, schön aufpassen. Das ist aber nur zwei, das ist eine andere. Andere Familie. Ja, stimmt. Genau. Das ist die pucklige Guck mal, der ist aber auch ziemlich nah da dran Oh ja. gefahren. Steigt er aus und fällt ins Wasser. Da sitzt ein Blässhuhn im Eimer und brütet. Das ist ja total süß. Die Autos parken hier sehr nah am Ufer. Insbesondere rechts der Lieferwagen. Der ist unmittelbar nach dem Aussteigen ins Wasser gefallen. Wahrscheinlich hat es den Fahrer, genau, beim Aussteigen entschärft. Bei unserer Rundfahrt sind wir jetzt hier draußen, wo viele Bodderschiffe liegen. Oder Bodderschiffe, wie man sie nennt. Und hier vorne ist natürlich auch eins mit der Regenbogenfahne. Sogar zwei kleine oben auch noch. Ja. Ich glaube aber, das gehört zu diesem kleinen Ja. Boot. Zu dem kleinen Segler. Segelboot. Das Segelboot. Ja, hier liegen wie gesagt die großen Schiffe. Und hier sind wieder viele Segler. Du kannst jetzt wie gesagt auch pendeln, indem du mit deinem Boot hier anlegst, dann in den Zug steigst, gehst zur Arbeit, fährst wieder und fährst mit dem Boot wieder nach Hause. Ja. Heute am Mittwoch ist der Hafen noch voller wie gestern. Wo gestern noch Zweierreihen waren, gibt es heute teilweise schon Dreierreihen. Wir gehen jetzt auch um 19 Uhr schon zum Abendbrot, damit wir pünktlich um 9 Uhr zum Fußballspiel zurück sind. Denn heute spielt ja Deutschland gegen Ungarn. Frank und Claudia sind das einzige Motorboot in der ganzen Reihe. Wir sind heute beim NAP, das ist direkt am Hafen, gegenüber von unserem Boot. Wir haben es extra ausgesucht, weil es hier Spare Ribs gibt. Bis auf Frank haben wir noch keine Spare Ribs diesen Urlaub gegessen. Und das wollen wir heute nachholen. Hoffentlich sehen die nie aus. Wir kommen jetzt zur Vorspeise. Aal, Bitterball und dreimal Thunfisch, Tatar. Naja, es sieht von der Größe her aus wie ein Gruß aus der Küche, aber hoffentlich schmeckt es. Speise gibt es die versprochenen Spare Ribs. Das ist die Bauarbeiterportion hier. Dreimal. Die fallen vom Fleisch, vom Knochen. Dann muss ich sagen, das sieht auch sehr gut aus. Und mit dem Krossen da auch drüber. Ja. Die Hauptspeise im NAP war ausreichend und gut. Die Vorspeise war etwas klein. Also hier sind die Hauptspeisen so groß, man kann sich locker die Vorspeise sparen. Wir konnten ja gar nicht alles aufessen. Aber jetzt geht's zum Fußball. Ein kurzer Blick über Enkhuizen, den alten Hafen, den Außenhafen und den Krabbershafen. Jetzt drehen wir mal eine komplette Runde. Man sieht hier den Companionshafen, die Ausfahrt Richtung Eiselmeer. Ganz am Horizont ist dann Urk. Irgendwo kommt dann auch das Kettelmeer. Der Deich zwischen Marker und Eiselmeer. Am Ende ist Lelystad. Hier vorne sieht man dann die beiden Schleusen. Im Hintergrund ist noch eine Schleuse, eine kleine jetzt rechts. Wir sind hier von hinten von Horn gekommen. Jetzt geht es über den Krabbershafen weiter. Im Hintergrund sehen wir auch den Bahnhof. Dann den Außenhafen, wo wir liegen.
Jetzt fliegen wir auf den Außenhafen zu. Im Vordergrund an der Kante liegt unser Schiff. Da fährt unser Päckchenlieger gerade weg. Donnerstagmorgen, wir machen langsam klar Schiff. Gleich geht es nochmal zur letzten Tour nach Urk. 3 Wochen sind ruckzuck vergangen, also so schnell. Ja, schade. Aber nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Unser Nachbar ist schon weg. Herrscht langsam Aufbruchstimmung. Enkhuizen ist ein kleiner Ort, da ist nicht wirklich viel los. Aber hier im Hafen, da gibt es natürlich jeden Tag Hafenkino, weil Unmengen Boote hier reinfahren. Und ich möchte nicht wissen, was hier in den Sommermonaten los ist. Jetzt im Juni steht man schon in 2er, 3er, 4er rein und das wird natürlich im Sommer noch extrem sein. Man sieht ja schon das Chaos mit den Booten und wenn man da als Letzter am Ufer steht, dann hat man schon ein Problem rauszukommen. Wer einen guten Platz haben will, der muss hier schon um 12 Uhr da sein, ansonsten wird es langsam voll. Das war Enkhuizen und jetzt geht weiter nach Urk.